dahinter kämpft Daniel Egan. Get down in the car, one time give it all. Bust it open hard, let me see you try. Get down in the, get down in the car. Get down in the car. Welcome to BTR TV. Madness on track. Get down in the car. Oh nein, da kommt Bobby der Kraft. Und Ben holt sich mit dem Sieg einfach sensationell. Ja, hallo liebe Simracing und Motorsportfreunde und mal wieder ein ganz besonders herzliches Willkommen. Heute hier zur vorletzten Station unserer Historik Formula One Masters und wir sind heute in Belgien zu Gast. Spa-Francorchamps. Was für ein Name. Ohne viel weiteres Vorgequatsche würde ich sagen, wünsche euch allen ganz, ganz viel Spaß. Welcome, ladies and gentlemen. BTR TV proudly presents the historic Formula One Masters 2025. The historic Formula One Masters 2025, only on BTR TV. Und wir haben das Feature Race. Und Okay. Dazwischen? Wow, A warm-up of 10 minutes. 10 minutes. But for Was the next for race, we make sticks? 15 minutes. But for the next race, we also have a longer qualifying. A 10-minute Warm longer up. qualifying because we have Nordschleife. Nordschleife, You say it's a heat Nordschleife. race. It is very hot. Yeah, yeah. I hope today it will be hot. Server ist da. Server ist da. Server ist da. Server is open. Oh, good luck, guys. Okay. It's unbelievable. All the best. May the force be with you. Password is tits. What? Password is tits. No, no password. Without cats. Spectate, okay. Dann registern wir mal. No password, is there? No, there's no password. Ah, ja. No, Okay. there's no password because it's a league race and it's only we are allowed to join this Yeah, yeah. league race. No tetas. No titties. The course is served. So let me get this straight. It's 9 mitts of boobies. Correct. Big boobies. Is that the Fallen Madonna mitts of big boobies? Correct. Yeah, okay. As long as we're all on the same page. You can name your car the Booby Bomber. I shall No, say I think this I'll- only once. I think I'll call mine the Fallen Madonna. With the big Mitts of boobies. big boobies. Okay. Oh, cool. I think more clouds than on the practice server. Ah, ich geh schon mal rüber.
Cloudy with a chance of rain. Die Practice Session läuft jetzt gerade noch und die Jungs gehen jetzt alle in ihren eigenen Chat. Ich gehe auch hoch, ich habe nämlich noch Informationen. Noch was umstellen. Da kann ich immer spielen. Ben, where are your teammate? Yeah, I'm trying to find out. Hopefully they're coming. Yeah. Are we going to our teams now? Yeah. Yeah, okay. Ja, ja. Okay. Let me alone, guys. People- Oh, let me alone. Bye bye. Okay, wir haben Warm-up 15 Minuten zwischen den Rennen, wie es aussieht. So guys, I do also leave. Where you going? Hello, To my Russell. team. Hi. Hi Russell. How you I guys go doing? All Ah. the guys leave me. Kleber's already gone to the room. Lass mal, What time's Well- the race start? lass ihn mal. Well, qualifying is 40 minutes, so 40 minutes, but you have Ich 12 lasse das laps. dann nachher ein. Und damit ist das Qualifying auch schon gestartet. you're allowed to do 12 laps total. But it's 40 minutes time, so the race will start in just over 40 minutes. Wie immer 40 Minuten Open Qualifying, das heißt alle Jungs sind gemeinsam hier auf der Strecke. Die Rundenzahl ist auf 12 begrenzt. Ich denke mal, Leon wird heute wieder sehr schnell sein, aber auch das Team Code Braun schätze ich heute hier ganz stark ein. 20 past 3, isn't it? Und dann ist Spa ja auch die Lieblingsstrecke von unserem Adam, Team Kaltverformung. 12. Well, it's already. Zeit. Right, I'm going to try and qualify then. I don't know who's going to try and beat me for the last place, but I'm going to try for the wooden spoon tonight. I'll see you guys later. In a bit, mate. All the best, Ben. Good luck. Halt Hey, dich Ben. auf. Hello. Oh, Dixie's coming. I wasn't sure whether it was. I forgot to speak to you about it earlier. Und damit ist jetzt auch unser Ben draußen auf der Strecke. Die ersten Zeiten sind schon reingekommen. Wenig überraschend, Team Code Braun ganz vorn, Michael Draxler vor Eugen Scharf. A little bit knackered, so I'm not sure how it's going to go. But we'll oh my goodness, yeah, you're always knackered because you always play that hockey game. So, knapp 12 Minuten haben wir jetzt rum und Michael Draxler behauptet sich immer noch an der Spitzenposition. 207.7 first lap. Dahinter auf 2 inzwischen Adam Klatzka, P3 Eugen Scharf. Yeah, I think I'm on for 207 here. Unser Leon liegt auf 4, Sebastian Starke 5 und Thomas Silbernagel 6. Pascal Steinke aktuell P7, Wolfram Fund P8, Luke Rasputic P9, unser Bayern auf 10. Ben liegt aktuell auf dem 11. Startplatz, dahinter Kleber Botaro Mora, P13 dann Michael J. Taylor, auf 14 aktuell Jan Stefan und auf 15 unser Don Runkle Jr. But the top 10 result will be good today, I think. I think it's going to be about all I can manage. Seite ab. How many laps for the race? I think 17. Right. Und hier zwischen Leon und Tommy hat man mal schön die Teamarbeit gesehen in Sachen Windschatten. Road 6 flat. Luke hat sich inzwischen ein Stückchen nach vorn geschoben. But it's interesting, Leon is 1 second slower than Michael Draxler. Jetzt aktuell Startplatz 6. Well, I think Don just wants to stay at the back Okay. for the start. Yeah, but he's happy that he's back. And I'm also happy. 1/10 under 206. 205.923. I noticed. That was with draft from the Gang Steven. Inzwischen ist mehr als die Hälfte des Qualifyings rum und Michael Draxler behauptet sich weiterhin an der Spitze. A little bit more. Michael J. Taylor is also faster than you. Weiterhin auf P2 Adam Klatzka und Leon Voss hat sich jetzt auf P3 nach vorn geschoben. That's right. Und Byron schmeißt er sein Fahrzeug erstmal in die Botanik. You have only one lap more. Eine Viertelstunde geht's Qualifying ungefähr noch. I gotta sort my stream out anyway. I'm back. Okay. Leon is close to pole position, but jetzt last lap he lost the car a little bit and he has 12 from 12 laps, I think.
today the pole position goes to Michael Drexler. But Leon is very close, but with slipstream from Tommy. Right, give me 2 seconds, bud. Also Adam is very fast and Eugen Scharf. Ja, Alter. Was meinst du, wenn du deinen Anker gehst, wie ist die da vor der Leiste? Jungs, hier, Alter. nochmal schnell gratulieren nochmal. Top gemacht, Michael. Danke. Super geil. Leon hat gerade die letzte Runde weggeworfen, deswegen noch 4 Minuten. Alles Gute. Ich hoffe, ihr könnt ihn mal schlagen oder so. Ich drücke euch die Daumen. Aber sonst wäre er froh gewesen, wenn er die nicht weggeschmissen hätte. Ja, nee, ich glaube nicht, dass er es geschafft hätte. Der hat sehr strecken müssen. Also. Wir quatschen in der Pause. Da könnt ihr ja mal in den Hauptchat kommen, wenn ihr Bock habt. Ja. Alles Gute und vor allen Dingen viel Spaß auf jeden Fall. Jo, danke. Euch auch. Bis dann. Ciao. Bis dann, ciao. Nein! Und Sebastian schmeißt hier nochmal die letzte schnelle Runde weg. Ach, Sebastian. Leon, das war knapp. Alles Gute, Ja. aber letzte Runde nochmal weggeworfen. Ja, ich hab einen Quersteher in der... Ich hab's gesehen, Oh ich hab's Gott. verfolgt. Ich war... 2 minutes from now. Ich hab mit dir gezittert, aber ich hab gerade Michael gratuliert zur Pole. Naja, mach du mal. Ja, ne, gehört sich ja so, oder? Ja, klar. Ja. Alles Gute euch. Ihr könnt ja dann mal in der Pause mal in freien Chat kommen, alle zusammen. Würde mich freuen. Oh, der Don, das ist aber... Ich komme während dem Rennen, komme ich mal rein. We're doing how many? 21 lap or how many laps? 17. 17 lap I races. think Okay, 17, 17 yeah. laps. Dankeschön. Und damit haben wir das Qualifying jetzt auch beendet. Michael Draxler Pole Position vor Leon Forst und Adam Klatzka. Sind ja nur 2 Zehntel. When the race starts, I mute my microphone. Yeah, I'm That gonna you not can push my concentrate. button. You I gotta can stay here. concentrate here. You can stay here. And when No, you don't have pressure, I talk a little bit. no, I'll stay in this channel or whatever. I'll just. Yeah. You might hear me grumble now. You might hear me. Yeah, you might hear me say cunt or something like that every now and then. But It's cool. yeah, good luck to you guys. All the best. Have fun, guys. I hope everyone Well, I'm here, I'm survives. pretty up now, so... So do I. Well, good luck and that's what we're going to do. 8th and 13th. Yep, Good luck, everyone. How many freebies we can collect? Die komplette Startaufstellung haben wir oben auch mal eingeblendet und in wenigen Augenblicken müsste dann auch die Ampel erscheinen. Good luck, everybody. Have fun. Yeah, good luck, guys. Alle Jungs haben sich hier jetzt auch schon aufgestellt, nur unser Tommy fehlt mal wieder. BTR TV Masters. Tommy ist wie immer der Letzte im Grid. Penultimate rounds of the season. So, viel Glück, Jungs. So, und da haben wir jetzt auch unseren Tommy im Grid stehen. Spar. 17 laps. Da kann es jetzt auch losgehen. Teammates, 3 legs. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Grüne Flagge und das 9. Rennen der Historic Formula One Masters ist eröffnet. Und so wie es aussieht, sind hier alle gut aus ihren Startlöchern gekommen. Oh, da gab es schon eine kleine Berührung. Adam Klatzka und Eugen Scharf, aber zum Glück nichts passiert. Vorneweg Michael Draxler, dahinter Leon Scharf, dann schon eine kleine Lücke, dann unser Adam, Eugen Scharf auf 4 und dahinter schon der Kampf. Luke Rasputic von 6 gestartet, geht da an Thomas Silbernagel vorbei. Auch dahinter gibt es Kämpfe und wir sehen es auch hier vorne. Michael kann da seine Führung gegen Leon verteidigen, aber dahinter gab es direkt schon einen Positionstausch. Eugen Scharf ist da an Adam Klatzka vorbeigegangen. Leon und Michael können sich da schon ein kleines bisschen absetzen. Und auch hinter Adam Klatzka gibt es schon eine kleine Lücke zu Luke Rasputic. Aber alle sind hier top aus den Startlöchern gekommen. Es gab keine Unfälle oder sonst irgendwas. Super. Hinterm Luke dann Tommy auf 6, Sebastian auf 7, Pascal 8, Michael J. Taylor 9. Unser Wolfram Wolle auf 10. Dahinter dann auf 11 Robert Simpkins, auf 12 Byron Long, 13 Ben Summers, 14 Kleber Portau Mora und der letzte Punkteplatz aktuell Jan Stefan. Sehr, sehr schön, dass wir Don Runkle nach einer längeren Pause heute wieder im Grid stehen haben. Er konnte sich leider nicht genug vorbereiten auf das Rennen heute hier. Nichtsdestotrotz ist es sehr, sehr schön, dass er überhaupt dabei ist.
It looks wide. Ganz vorne an der Spitze kann sich El Cotletto Michael Draxler schon vom Rest des Feldes ein Stück absetzen. Sein Vorsprung beträgt schon fast 1 Sekunde auf Leon. Und Byron hier P12. Da gehen so einige weit und durch den Dreck. Und im Feld hier reißen auch schon erste Lücken auf, aber alle sind noch unterwegs hier. Und auch unser Wolfram auf P9 muss nach vorne hier zu seinem Teamkollegen Pascal Steinke, mit dem wir gerade mal ein Stück mitfahren, hier schon abreißen lassen. Und so wie es aussieht, bereitet hier Pascal Richtung Bassstopp-Schikane jetzt einen Angriff vor, geht er auch sauber durch. Und da liegt einer, Team Kaltverformung, das müsste Adam Glatzka sein. Das stimmt, Adam. Oh, Ausritt da an der Bassstopp-Schikane, müssen wir gleich mal schauen, was da passiert ist. Adam lag eben noch auf P4 und ist jetzt auf den 8. Platz zurückgefallen, versucht sich aber gleich wieder an Sebastian Starke vorbeizukämpfen, was ihm hier auch gelingt. Und Wolfram ist da auch direkt hinten dran und lauert da nur auf eine Chance. Oh. Misshifting and a little bit of panic. Oh, shifting while under panic is not good. No. Okay, Lesson learned. Okay. Und wir haben es gesehen, das war Adams eigener Fehler ohne Fremdeinwirkung, während hier Eugen versucht an Leon Forst vorbeizugehen, was ihm aber nicht gelingt. Vorn Michael Draxler kann da immer mehr abhauen. Schon mehr als 1,5 Sekunden Vorsprung auf die zwei Jungs hier. Während sich unser Byron da einen Platz nach vorn gekämpft hat. Circa 0,8 Sekunden Abstand nach vorn zu Michael J. Taylor, der sich auf dem letzten Top-10-Platz befindet. Hinter Robert Simpkins dann unser Ben Summers auf P13 und Kleber Botaro Mora P14. Jan Stefan P15, Russell Hamilton P16 und Don Rangel Jr. P17. Hinten die Jungs ganz dicht beisammen. Durch Adams Zwischenfall ist Luke inzwischen auf P4 nach vorn gerutscht. Der Abstand nach vorne und hinten beträgt jeweils 1,2 Sekunden. Direkt vor ihm kämpfen Leon Forst und Eugen Scharf um P2, während Michael Draxler ganz vorn immer mehr abhauen kann. Und bis auf den kleinen Wackler von unserem Adam hat man hier überhaupt noch keine Zwischenfälle, überhaupt nichts. Ein sehr, sehr schöner und solider Start in das Rennen von all unseren Jungs heute hier. Und wenn wir nebenbei mal hier einen Blick auf die Meisterschaftstabelle werfen, ich glaube, wenn Leon heute hier so als Zweiter ins Ziel kommt und der Adam ein Stück dahinter, dann wird er wohl den Meistertitel eingetütet haben. Michael eröffnet jetzt hier Runde 2 und hat schon mehr als 1,5 Sekunden Vorsprung auf unseren Leon, weiterhin verfolgt von Eugen Scharf. Luke ungefähr eine halbe Sekunde hinter den Jungs und dann unser Tommy. Auf 6 weiterhin Pascal Steinke, P7 sein Teamkollege Adam Glatzka, dahinter haben wir dann Sebastian Starke. Wolfram Pfund auf 9 und Michael J. Taylor schließt die Top 10 ab. Oh, und wir sehen es gerade in Ben's Switch. Oh no. Unser Agent hatte dann einen kleinen Zwischenfall. Müssen wir auch gleich mal schauen, was da passiert ist. Ist da weit zurückgefallen. Aber Ben hier, Ben Summers. Oh no. Ben, oh no. That was close. But it was a clean 360. But it wasn't a victory lap, so it was too early. Professional region, professional react. Und Ben ist dann nach seinem Ausritt auch gleich wieder auf dem Weg nach vorn, geht hier an Russell Hamilton wieder vorbei und hat Don Rangel Jr. noch vor sich. Und auch ganz hier vorne, die Jungs geben alles. Leon nutzt da jeden Millimeter der Strecke aus. Während Adam jetzt hier an seinem Teamkollegen Pascal vorbeigegangen ist, hat er auch eine höhere Pace. Schade, dass Adam da am Anfang so weit zurückgefallen ist und vorne nicht mehr mitkämpfen kann. Der Abstand nach vorn zum Tommy beträgt schon mehr als 2,5 Sekunden. Direkt dahinter dann hier die nächste Kampfgruppe, Sebastian Starke, Wolfram Pfund und Michael J. Taylor, die Plätze 8, 9 und 10. Nach hinten zum Byron haben die Jungs schon einen Vorsprung von ungefähr 1,2 Sekunden. Byron seinerseits hat er auch schon einen Vorsprung von ungefähr 1 Sekunde auf Robert Simpkins, der dahinter ihm liegt. Und dann hinterm Robert eine größere Lücke von ungefähr 3 Sekunden zu seinem Teamkollegen, zu Kleber Botaro Mora. Oh Mann, ey. Komm nicht wirklich ran da. Das ist die Frage, diese Schnellsetups, wie lange die halten. Der Adam, der kommt. Ein Stück weiter hinten hier, Sebastian auf P8, kämpft er permanent mit Wolfram um die Position, während nach vorne immer mehr abreißt.
Hier vorne Michael Draxler, unser Leader, kann sich immer mehr aus dem Staub machen. Und Leon hat da immer noch mit Eugen scharf zu kämpfen. Die Jungs gehen jetzt gleich in die 5. Runde und bis auf den Wackler von unserem Adam am Start und den kleinen Dreher von unserem Ben hat es hier immer noch keine Zwischen- oder Unfälle gegeben. Das Feld hier alles recht stabil. Alle Jungs haben jetzt hier ihre Position bezogen. Und auch Luke hier auf P4 muss nach vorne immer mehr abreißen lassen. Der Abstand beträgt jetzt schon mehr als 2 Sekunden. Allerdings hat er auch einen Vorsprung auf unseren Tommy von mehr als 1,5 Sekunden. Ein sehr, sehr solides Rennen von Luke hier. Jetzt hat letzte Runde Leon mal wieder die schnellste Runde gefahren. Allerdings bleibt der Abstand nach vorne stabil. Das sind nur ein paar Zehntel schneller als Michael Draxler vorn, der das Rennen kontrolliert. Hier Radion raus auf der langen Geraden sieht man schön, wie das Feld sich auseinandergezogen hat. Keiner ist hier wirklich in der Position, um anzugreifen. Unser Tommy verliert ja auch Zehntel für Zehntel den Anschluss nach vorn. Allerdings kämpft sich Adam da tapfer wieder von hinten ran. Seine Rundenzeiten sind ein Stück besser als die vom Tommy. Und auch dahinter alles beim Alten. Adams Teamkollege Pascal hat inzwischen fast 2,5 Sekunden Rückstand. Dann haben wir Sebastian Starke, der da immer noch wie wild mit Wolfram um die Position kämpft. Michael J. Taylor muss da langsam abreißen lassen. Und auf P11 ist ja auch Byron noch hinten dran, der da Zehntel für Zehntel wieder näher kommt an Michael J. Taylor. Und vielleicht ist da ja auch noch ein Top-10-Platz drin, wäre nicht schlecht. Byron heute Alleinkämpfer. Thomas Willershausen ist leider erkrankt und sein anderer Teamkollege Dominik Ochochuso, der muss heute arbeiten und kann hier heute nicht am Rennen teilnehmen. Was sehr, sehr schade ist und sich wahrscheinlich auch sehr, sehr negativ auf die Teamwertung auswirken wird. Byron kann allerdings seinen Vorsprung auf Robert Simpkins, der direkt hinter ihm liegt, auch immer mehr ausbauen. Der Glatzka kommt näher, ey, scheiß die Wand an, ey. Nach hinten sieht im Rückspiegel ziemlich groß aus, aber so viel ist das nicht. Das ist ungefähr der Abstand, den ich zum Flug habe. Und hier ist Wolfram Runde 6, Radion raus, befindet sich im Windschatten von unserem Sebastian und setzt da auch zum Angriff an, geht da innen rein. Seite an Seite geht es hier die lange Gerade runter Richtung Lecombe, aber so wie es aussieht, kann Wolfram da nicht den entscheidenden Angriff setzen. Sebastian kann da vorne bleiben und reiht sich da wieder vor ihm ein. Wirklich super schöne Zweikämpfe von den Jungs hier, hart aber fair. Adam kämpft sich immer mehr an Tommy vorne ran, der Abstand beträgt jetzt fast nur noch 1 Sekunde. Da wird Adam bald in Tommys Windschatten kommen und ich bin mir sicher, da wird es dann einen Angriff geben. Ich denke mal, bis P4 ist für Adam noch alles drin. Alles in allem muss man sagen, dass in Runde 6 hier das Feld schon ziemlich weit auseinandergezogen ist. Die einzigen, die da wirklich permanent die ganze Zeit dicht beieinander sind, das ist hier Wolfram Pfund und Sebastian Starke, sowie ganz vorn Leon Forst und Eugen Scharf, die Position 2 und 3. Wir sehen es da, Michael J. Taylor muss immer mehr abreißen lassen. Der hat jetzt schon fast 2 Sekunden Rückstand auf die Gruppe vor ihm. Ben versucht sich da wieder nach vorn zu kämpfen, hat aber einen Abstand von fast 5 Sekunden nach vorn zu Robert Simpkins. Das wird sehr, sehr schwer. Oh, also in den letzten Kurven, da holt er mächtig auf, ey. Scheiße. Und unser Tommy spürt da schon den heißen Atem von Adam Glatzka hinter ihm. Er hat einen besseren Flow. Ich würde sagen, Adam hat da nicht nur einen besseren Flow. Das ist ja hier bekanntlich Adams Lieblingsstrecke und er hat hier eindeutig die höhere Pace. Ein etwas zähes Comeback heute für unseren Skeletor Don Runkle Jr. Liegt am Ende des Feldes, fährt aber immer noch und das recht stabil. Während hier jetzt der Kampf in die nächste Runde geht, Sebastian gegen Wolfram, die Plätze 8 und 9, der Dauerkampf. Da bin ich mir ganz sicher, wenn Wolfram jetzt gut durch Rouge kommt, wird es den nächsten Angriff geben. Mal schauen, wie lange sich Sebastian da noch wehren kann. Pascal, der Teamkollege von Wolfram, liegt weiterhin ungefähr 1,5 Sekunden vor den Jungs und kann sich dann nicht entscheidend absetzen. Oh, der Adam, der kommt nachher. Scheiße. Ganz vorn an der Spitze Michael El Kotletto Draxler weiterhin in Führung. Ungefähr 1,7 bis 2 Sekunden Abstand nach hinten zu Leon. Der sich da zwar abmüht, aber keinen Millimeter nach vorn kommt. Allerdings konnte er sich seinerseits jetzt ein bisschen von Eugen Scharf freifahren. Wir sehen es hier. 1,9 Sekunden Abstand nach hinten. Eugen und Leon geben da alles, nutzen jeden Zentimeter der Strecke. Und hinter den Jungs da sehen wir es da hinten. Tommy hat jetzt Besuch von Adam Glatzka, der da richtig Druck macht.
Ich denke mal, Adam wird dann nicht lange fackeln und über kurz oder lang an unserem Tommy vorbeigehen. Wir befinden uns aktuell in Runde 7 von 17, also haben wir noch nicht mal die Hälfte des Rennens geschafft. Inzwischen haben die zwei Jungs, die sich jetzt hier gerade um den letzten Top-5-Platz streiten, fast 5 Sekunden Vorsprung auf Adams Teamkollege, auf Pascal Steinke, den wir hier im Bild haben, der zwar alleine unterwegs ist, sich aber nicht entscheidend von Sebastian und Wolfram absetzen kann. Dahinter weiterhin auf 10 Michael J. Taylor, auf 11 weiterhin Byron Long und auf 12 Robert Simpkins. Und ist vielleicht der bessere Fahrer. Und da Ausgangsblanchiment Richtung Bassstopp-Schikane greift Adam auch an, außenrum, mal schauen. Seite an Seite geht es hier durch die Schikane durch und da kann er sich auch sauber durchsetzen. Oh, oh. Oh nein, Tommy verliert das Auto und da geht eine ganze Menge an Fahrzeugen durch. Da verliert Tommy einen Haufen Plätze. Das war ganz klar Eigenverschulden, müssen wir noch mal genau schauen, was da passiert ist. Ach, schade. Und Tommy ist da bis auf P9 noch hinter Wolfram zurückgefallen und gerät jetzt direkt unter Druck von Michael J. Taylor auf P10. Thomas Silvernagel lost his car behind Adam. That was sweet. Oh, sweet. Ja, From there also. Dirty line, yeah? No. Inside. No. Yeah. Dirty line. I would say No. usually where Adam is, there are no wie sagt man, from the tires. Und weiter hinten im Feld gab es noch einen kleinen Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten. Auch da schalten wir direkt mal hin. The next one here, we've got Russell Hamilton. oh Russell, oh dear, oh. I like this livery. Yeah, The delivery is great. Absolutely. Best in the grid. Und hier das Duell zwischen Wolfram und Sebastian geht in die nächste Runde und ich denke mal, über kurz oder lang wird sich Tommy da dazu gesellen. Pascal liegt da weiterhin ungefähr 1,5 Sekunden vor den Jungs. Adam Klatka weiterhin P5, Luke Rasputic weiterhin P4, Eugen Schaaf P3, Leon Forst P2 und Michael Traxler führt mit dem Abstand von mehr als 2 Sekunden und fährt hier eine Rekordrunde nach der anderen. Könnte hier Michael heute der Erste sein, der Leons Siegesserie schlägt. Aber wir haben jetzt ungefähr gerade Halbzeit, wir gehen gleich in Runde 9, also ist noch ein Riesenstück Weg zu gehen. Und die Jungs müssen ja auch alle erstmal ins Ziel kommen, obwohl ich sagen muss, ist das Rennen heute sehr, sehr sauber. Alle Un- oder Zwischenfälle, die es bisher gab, waren selbst verschuldet. Es gab keine gröberen Unfälle und noch keine Ausfälle. Alle 17 gestarteten Fahrer sind noch im Rennen, sehr, sehr, sehr schön. Schade, dass sich jetzt hier vorne das Ganze ein bisschen auseinanderzieht und dass die Jungs hier nicht wirklich um die Position kämpfen können. Nichtsdestotrotz von den Jungs hier vorne ein sehr, sehr, sehr sauberes und starkes Rennen. Adam kämpft sich da so langsam wieder nach vorn. Knapp 1,5 Sekunden nach vorn fehlen ihm noch zu Luke Rasputic. Ich glaube, das wird er auch noch schaffen. Wird ein interessanter Kampf werden. Und weiter hinten im Feld hatten wir wieder einen kleinen Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten. Auch da schalten wir mal hin. Während jetzt hier Wolfram wieder ansetzt und versucht vorbeizugehen und wieder muss er zurückstecken. Ja, und Stefan hier, also Bus-Stop Chicane. I saw that. Yeah, there must be something on the tarmac there because I do also spin out there. But is that not race 2? Because Maybe no, it's lap, it's race 1 still. Yeah. Maybe there are some nice girls standing there and you are on concentrated. Und wie vorhin von mir prognostiziert, hat Tommy jetzt seinen Rückstand zu den Jungs nach vorn zugefahren und setzt jetzt seinerseits Wolfram unter Druck. Eine sehr, sehr schöne Kampfgruppe hier im Mittelfeld. Die haben ja jetzt Halbzeit überschritten und immer noch sind alle Fahrer hier unterwegs. Eine tolle Bilanz heute hier im Rennen. Wolfram gibt da alles, aber ich glaube, das ist noch eine Frage der Zeit, bis Tommy da angreift.
Michael Draxler wird jetzt gleich die Runde 10 eröffnen und hat inzwischen 2,2 Sekunden Vorsprung und macht ja auch keinerlei Fehler. Ein sehr, sehr solides und sauberes Rennen von ihm. Aber natürlich auch mal wieder eine herausragende Leistung von Leon, der zwar heute hier wahrscheinlich nicht gewinnen kann, aber P2 ist trotzdem aller Ehren wert. Sein Vorsprung auf Eugen Scharf beträgt inzwischen fast 3 Sekunden. Aber auch von Eugen heute eine herausragende Leistung hier auf Podiumskurs, das erste Mal hier in der Serie. Und auch nach hinten dürfte da nichts mehr anbrennen, wenn Eugen das ins Ziel bringt. Sein Vorsprung auf Luke Rasputic beträgt schon mehr als 4 Sekunden. Hier haben wir Luke mal im Bild, wird immer noch verfolgt von Adam Klatzka, der aber da scheinbar nicht merklich rankommen kann. Inzwischen haben die Top 5 hier vorne auch einen Vorsprung von fast 6 Sekunden auf den Rest des Feldes. Pascal Steinke P6, dahinter dann noch einmal ungefähr 3,5 Sekunden Abstand Sebastian Starke. Dann haben wir unseren Wolfram, der jetzt hier mächtig unter Druck gerät vom Tommy. Und Michael J. Taylor ist da auch noch in Reichweite. P11 Byron hier schon mehr als 4 Sekunden Rückstand auf die Jungs vor ihm. Allerdings auch knapp 3,5 Sekunden Vorsprung auf Robert Timkins, der sich auf P12 befindet. Hier haben wir Robert mal im Bild. Hinter ihm dann Ben Summers, 1,5 Sekunden weg. Kann sich da auch nicht merklich nach vorne arbeiten nach seinem kleinen Ausritt am Anfang des Rennens. Dann haben wir hinter Ben unseren Kleber. Das ist es ja gerade, der macht keinen Fehler. Und Don Rangel Jr. liegt inzwischen in den Punkten P15. Er ist zwar heute nicht der Allerschnellste, aber fehlerfrei unterwegs und das könnte dann auch belohnt werden. Russell Hamilton hinter ihm ist schon 2,5 Sekunden weg und Jan Stefan dann noch einmal 4,5. Und hier gerät jetzt Wolfram richtig unter Druck vom Tommy, der versucht vorbeizugehen. Wolfram außen, Tommy innen, aber Wolfram kann sich dann nochmal vorn halten. Natürlich spült das jetzt Michael J. Taylor direkt dran und vorne Sebastian kann sich da ein bisschen absetzen. Tolle Kämpfe hier im Mittelfeld. Bin ich mal gespannt, wie lange sich Wolfram da noch vorne halten kann. Während unser Byron hier auf P11 ein sehr, sehr ruhiges und einsames Rennen hat. Nach vorne und hinten jeweils ungefähr 4 Sekunden Abstand. Wir fahren hier mal ein Stück mit ihm. Wir befinden uns aktuell in Runde 11 von 17, also haben wir ungefähr noch 5,5 Runden zu gehen. Haben wir also schon ein bisschen mehr als 2/3 des Rennens geschafft. Während sich Wolfram hier immer noch vor Tommy halten kann. Der Abstand vorne zu Sebastian wird immer größer, der beträgt jetzt schon fast 2 Sekunden. Was du wolle. Ein wirklich absolut sauberes Rennen heute hier von den Jungs, so sollte es sein. Oh, Wolfram kommt ein bisschen weit raus und ich denke mal, Tommy wird jetzt angreifen. Geht dann nach außen Richtung Bassstopp-Schikane, setzt sich da daneben. Seite an Seite geht es hier durch die Schikane und da kann sich Tommy durchsetzen. Oh, jetzt ist Tommy da ein bisschen schlecht um die Kurve gekommen. Wolfram musste abbremsen und jetzt geht da Michael J. Taylor durch. Echt blöd gelaufen. Oh, das war aber jetzt, Da hat Wolfram jetzt innerhalb der letzten paar Meter gleich 2 Positionen verloren. Von P8 auf P10 zurückgefallen. Entschuldigung, ich wollte nicht, dass wir noch was verlieren. Und Tommy hat das auch registriert und entschuldigt sich da beim Wolfram. Eine sehr, sehr faire Geste und das ist ja auch das Schöne hier an unseren Rennen, dass sich die Jungs hier alle kennen und sehr, sehr fair miteinander umgehen. Schauen wir mal, ein paar Runden haben wir ja noch zu drehen und vielleicht kann Wolfram ja hier auch jetzt Ende der Geraden angreifen, obwohl im Windschatten ist er nicht dran. Ist da ein bisschen zu weit weg von den Jungs. Während jetzt hier vorne Luke auf P4 richtig unter Druck gerät von Adam Klatzka, der seinen Rückstand zugefahren hat und da wieder nach vorn will. Aber Luke ist kein einfacher Gegner. Oh, und während wir gerade noch beim Tommy und Wolfram gewesen sind, hat es da scheinbar einen Zwischenfall gegeben, denn der Wolfram verschwindet hier plötzlich. Da müssen wir gleich mal schauen, was da passiert ist. Ach, schade. Tommy and Mike overtook Wolfram, and then in Mike's slipstream, Wolfram's motor exploded. Holding up Wolfram so that I can pass him by. So that Wolfram's motor exploded. Yeah, so hold him long enough in the close wind shadow to make his engine explode. Yeah. That was my engine. Was lighting up a cigarette. Bye bye. Oh, Winnetou Wolfram sending smoking signals. Ach, sehr, sehr schade, so ein Pech. Da haben wir jetzt den ersten Ausfall des Rennens zu verzeichnen und das durch technische Probleme.
Unser Wolfram hatte bis dahin mal wieder so ein sauberes und solides Rennen und hat hier so toll um die Position gekämpft. Aber da steckt man leider nicht drin, schade. Na, zum Glück haben wir dann noch einen zweiten Lauf. Das verschafft natürlich jetzt unserem Tommy und Michael J. Taylor ein bisschen Luft. Und durch den Ausfall vom Wolfram ist Byron auch in die Top 10 gerutscht. Sebastian auf Platz 7 direkt vorm Tommy hat schon mehr als 3 Sekunden Vorsprung und Tommy hat da auch mit seinen Reifen inzwischen zu kämpfen. Während Michael Draxler hier heute wie auf Schienen unterwegs ist, zaubert eine schnelle Runde nach der anderen aus dem Hut und hat schon über 4 Sekunden Vorsprung auf unseren Leon. Und ein Stück weiter hinten sehen wir auch, dass Ben inzwischen seinen Rückstand zu Robert Simpkins zugefahren hat. Da wird es jetzt bestimmt auch noch ein Duell geben. Actually Top 10 Result. Aktuell befinden wir uns jetzt in Runde 13 von 17. I'm just hoping Oh, scheiße. Thomas and Michael slow each other down a bit. Oh, oh, slow down, slow down, slow down, slow down. Ja, Tommy ist zu fast vor. Und wir hören es gerade, Tommy hat der Ausgangsorangen Slowdown kassiert und versucht sich da hier über die Gerade zu retten, was ihm hier auch sauber gelingt. Adam müht sich da immer noch ab, kommt aber irgendwie nicht an Luke Rasputic ran und ich denke mal, wenn die Jungs so ins Ziel kommen, ist Leon Meister. Nach hinten zum Pascal, inzwischen über 6,5 Sekunden Abstand. Scheiß Dreck. Und man sieht hier, Adam gibt alles. Michael, sorry. Ben ist jetzt hier ganz dicht dran und so wie es aussieht, gab es da wohl eine kleine Berührung oder sowas, aber nichts passiert. Und inzwischen ist da auch Kleber Botaro Mora hinten dran gefahren. Ich schätze mal, das wird eine schöne Windschattenschlacht gleich werden auf der Langgeraden. Und während hier Byron jetzt auf P10 um die Ecke geschossen kommt, hat Ben geschafft, an Robert Simpkins vorbeizugehen, ungesehen von unseren Kameras. Allerdings dürfte das jetzt hier das Ende für Bens Aufholjagd sein, denn Byron vorne ist schon mehr als 6,5 Sekunden weit weg. Und wir befinden uns jetzt gleich in Runde 14 von 17. Also geht Ben so langsam die Zeit aus. Runde 15 und inzwischen hat unser Leader Michael Draxler hier fast 5,5 Sekunden Vorsprung auf Leon und fast 10 Sekunden auf seinen Teamkollegen. Oh, Taylor's got issues. Ein Sahnerennen heute hier von Michael. I think he's short on fuel. Und Byron vermutet da einen Zwischenfall mit Michael J. Taylor, der jetzt ein bisschen Zeit nach vorn verloren hat, ist hier aber immer noch unterwegs. Und Zwischenfälle wurden hier auch nicht vermeldet. Byron konnte da ein bisschen Zeit nach vorn gut machen. You are in the chip sandwich. Allerdings geht ihm hier auch so langsam die Zeit aus. In front of you Michael J. Taylor and behind you Ben. Und mit dem Ergebnis hier im ersten Rennen wird Code Braun einen Riesenschritt in der Teammeisterschaft machen, schätze ich mal. Da müssen Ben und Michael ganz schön kämpfen, um ihren dritten Platz bis ans Ende zu halten. Last lap Ben was second faster than you. Really? Wir haben hier danach noch insgesamt 3 Rennen auf der Uhr stehen. Da sind noch einige Punkte zu vergeben. 2.56 faster than in the qualifying. Ich denke mal ganz vorne für die Black Tree Race Crew ist der Case gegessen. Die Jungs, die werden den Titel nach Hause fahren. Spätestens nach dem Rennen nachher. Da wird vielleicht auf dem Papier rechnerisch noch 1-2 Pünktchen übrig bleiben. Aber das ist in der Realität nicht mehr machbar, denke ich. Oh, Kleber Pass, Robert. Und wie ich gerade zum Byron gesagt habe, Kleber hat jetzt hier seinen Teamkollegen Robert überholt, der jetzt ein bisschen zurückgefallen ist. Hier vorne die Jungs gehen jetzt in die vorletzte Runde und Adam schafft es nicht, sich da merklich an Luke ranzukämpfen, während Michael da letzte Runde nochmal eine Runde rausgehauen hat. Eine 2.3.805, absoluter Wahnsinn. Der Einzige, der hier eine 2.3er-Runden fahren kann. Weit ist es nicht mehr bis ins Ziel und vielleicht können wir dann den dritten Sieger der Saison ins Siegerbuch einschreiben. Auf jeden Fall ist der Triumph heute hier absolut verdient. Bisher absolut keine Fehler oder Wackler von Michael heute hier gesehen. Hat der Leon heute hier seinen Meister gefunden. Nichtsdestotrotz ist Platz 2 immer noch Wahnsinn. Und damit wird er wahrscheinlich jetzt auch Champion. Auch für Michael Draxlers Teamkollegen Eugen heute hier das beste Rennen der Saison bisher. P3 ungefähr 5 Sekunden Vorsprung auf Luke Rasputic, der seinen 4. Platz weiterhin verteidigen kann. Und den letzten Top-5-Platz dann unser Adam. Und Michael biegt jetzt hier ein, um die letzte Runde zu eröffnen. White Flag, Last Lap. Und Michael hatte auch einen Vorsprung von über 6 Sekunden und kann die letzte Runde jetzt hier genießen. White Flag, Last Lap.
Im Allgemeinen dürfte es da im Feld kaum noch Kämpfe geben. Alles recht sortiert hier und heute keinerlei Zwischenfälle zwischen irgendwelchen Fahrern. Alle Unfälle selbst verschuldet. Das ganze Feld ist inzwischen auch extrem weit auseinandergezogen. Die Abstände hier vorn zwischen den einzelnen Fahrern an der Spitze mehr als klar. Nach dem Rennen haben wir dann wie immer 10 Minuten Pause und dann geht's in Lauf 2. Unser Byron hier, Einzelkämpfer heute für sein Team, P10, gar nicht so schlecht. Michael J. Taylor mit P9, denke ich mal, wird Chip Racing den 3. Platz in der Meisterschaft festigen. Auch Adam hier mit P5, das gibt dicke Punkte für die Meisterschaft. Und auch Don Ronkel bei seinem Comeback liegt hier in den Punkten als 14. Russell Hamilton, der letzte Punkteplatz auf 15. Und hier, oh, Jan Stefan, der nächste kleine Rutscher, P16. Schauen wir gleich nochmal, was da passiert ist. So here we've got Jan Stefan, also with some problems here. Yeah, Always the same. But he was on the racing line and lost it. There just was no grip sometimes there. Ein harmloser Ausrutscher und ich glaube auch Jan wird das Rennen vernünftig beenden können. Während Michael jetzt hier auf den letzten Metern ist, gefolgt vom Leon. Fast 7 Sekunden Vorsprung hat Michael da. Und auf P3 hier Michaels Teamkollege Eugen Scharf. Das gibt mehr als dicke Punkte heute für das Team Code Braun. Nope. Oh, und hier der nächste Ausrutscher, unser Byron. Ein lupenreiner 360er und so wie es aussieht, ist der Ben auch durchgegangen. Verliert Byron seinen 10. Platz. Und El Contento Michael Draxler jetzt hier auf den letzten Metern. Oh, gotta slow down as well. Glückwunsch, Michael. Oh, Byron There we hat go, it's clear. I will go to Hupsalat, Braun, der. to congrats Michael. Ein ganz, ganz herzlicher Glückwunsch zum Sieg, wow. Auf 2 kommt Leon ins Ziel und P3 Eugen Scharf. P4 dann Luke Rasputic und auf 5 unser Adam. Einen ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Alter! We break the Black Tree Race Crew! Wow. Ja, und damit ist Leons unglaubliche Siegesserie gebrochen. Michael, das war top gefahren, super. Ja, danke wieder. Das musste ja irgendwann passieren. Einen ganz, ganz herzlichen Glückwunsch nochmal an die Danke, Jungs hier. Leon, danke. Aber auch Luke hat sich mit seinem Top-Ergebnis hier wieder ins Spiel gebracht, im Rennen um die Podiumsplätze in der Meisterschaft. Doppelpodium. Und vor allen Dingen hatten wir heute ein absolut sauberes Rennen. 8. Platz. 100 muss ich noch machen. Ich gehe mal zum Leon. Leon ist Champion. Gratuliere ihm auch mal. Gratulation, Leon. Alles gut, alles gut. Komm gleich runter da. Glückwunsch nochmal, absolute Sache. Danke. Super. Glückwunsch, Leon, Champion. Du bist der neue Champion der Historic Formula One Masters. We are the champions. Ja, Gratulation. Ja, Gratulation, auf jeden Fall. Tommy, ich hab deinen Sprint gesehen. Sebastian hat sich wie ein Löwe gegen Wolfram verteidigt. Was ist denn mit passiert, bitte? Mit dem Wolfram, ich weiß es nicht. Ich war gerade vorne und hab geguckt und da plötzlich war Wolfram weg. Ja. Deswegen. Da wollte ich nämlich auch mal gucken, weil er war irgendwie hinter mir. Dann habe ich ihn, also ich hatte einen schönen Fight mit dem. Und auf einmal, zack, ist der in der Box gelandet. Yeah, I've never fought so hard to try to keep you back there. Ja, da lag was auf der Straße. Okay. Ja, ich hatte keine Chance, den hinter mir zu halten und dann irgendwie aus der... Ich hab's gesehen, daneben, du bist auf der dränglichen Seite gewesen. So, if a few more laps, definitely would have happened. Aber ich würde... Ist das sicher, dass ich ihm eingeholt werden kann, oder? Wie bitte? Ist das safe, dass ich ihm eingeholt werden kann, oder ist das jetzt... Du bist safe, dass du nicht mehr eingeholt werden kannst. Dein härtester Verfolger, Adam Klatzka, ist nur 5. geworden und Ben Summers ist nur 9. oder sowas geworden. Und du hast mehr als 75 Punkte Vorsprung, das reicht. Abgestellt! Der Wolfram hat abgestellt. Warum hat er abgestellt? Da kann ich ja jetzt mal ein Risiko geben für das zweite Rennen, das ist ja dann egal. Gerade zum Rennen. Ich gehe auf jeden Fall mal jetzt im Hauptrennen, wenn ihr wollt, kommt. Da kann mich immer ziehen. Kommt doch einfach, geht da einfach hin. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich bin auf dem Server.
Und wir schauen uns jetzt nochmal gemeinsam die Highlights vom ersten Rennen an und bereiten uns dann auf das zweite Rennen vor. Vorm Bremsen immer ein bisschen, das hat mir das jetzt geholfen, dass ich dem Leon jetzt so einschenken konnte zum Schluss. Weil meine Hinterräder nicht abgebaut haben. Top Lap Times. Wow. Triple Crown in Good luck, everyone. Good luck. Good luck, everybody. Have fun. Yeah, good luck, guys. Ja, liebe Zuschauer, Wahnsinn, was für ein tolles erstes Rennen. Und Leons Siegesserie ist gebrochen. Naja, ich glaube, mit Platz 2 kann er leben. Noch einmal ganz, ganz herzlichen Glückwunsch hier zum Gewinn der Meisterschaft. Wahnsinn, 6 Rennen in Folge gewonnen. Und hier mit dem zweiten Platz den Titel eingetütet. Da kann man einfach nur gratulieren. Und ich würde sagen, freuen wir uns schon auf das zweite Rennen jetzt gleich. Bis bald. Entschuldigung, Freunde, ich wollte gerade genau was verlieren. Sorry, man. My fault, sorry. Break the next 3 race rule. Glückwunsch, Michael. Danke, Leon, danke. Glückwunsch, Trixie. Yeah, I was trying to catch and bump you, Don. Good race. Oh, yeah, no, dude, yeah, I've never fought so hard to try to keep you back there in my life. That was very fun. Yeah, it was. After I
fun. I tried to catch you back, but I killed my tires. You were catching me, so you were. If a few more laps, you definitely would have had me. We are the champion. You are the champion, my friend. Oh, gut. Yeah, nicely done. Let's hope it's not an enemy in competitive. It would be better. Let's see what the second race brings. I hope all the best. Du hast ja keine Schuld. Ich war auf der dreckigen Seite. Oh, for everyone. Und jetzt gleich haben wir das Warm-up beendet und die Startaufstellung für das zweite Rennen beginnt. Ja. Okay, just. Oh, Jan, what happened to you in the first race? Keine Ahnung, I don't know. Not your day. Müde? Not your day. Yes, ja. And maybe it's not your track. Eugen, herzlichen Glückwunsch zum Balletten von meiner Frau. Dankeschön. Last race, you know, we have Nordschleife. Sorry, what was that? I was just thinking, it was a bit dicey. Ach so, hier Michael Draxler. Glückwunsch zum P1. Sehr beeindruckend. Ja. Da 30 Sekunden da. Wahnsinnige, also die Pace die ganze Zeit gehalten. Das war beeindruckend. Impressive. Cream. Yeah. I was side by side. Yes, we dismounted the handbrake in our Lotus, so now we fast. Weight reduction too. Yeah, weight reduction is everything. Yeah, because I was riding with Wolfram. I thought that race was pretty good, respectable all round. Yeah, definitely. Ja, 20 Sekunden. Da geht's ins nächste Rennen. If you want to go in your chat, all the best. Ah, Luke ist auch schon hier. Luke, alles Gute noch zum Top 5. Achso, ja. Ja, super Rennen. Das wollte ich nicht, so, Dankeschön. Super Rennen, alles gut. Ja, alle drückt euch die Daumen fürs zweite Rennen. Danke. So viel Glück. I I'm not going to go. I've made a couple of mistakes. I've got to slow down. And I'm like, Yes, alone at last. Alone at last. Alone at last. So he was gaining on me last little bit. Anyway, here we go. Good luck, boys. Yeah, all the best to you. And at the beginning of the race, I mute my microphone. And then when it's all chilled. Ja, ich glaube, ich hatte 10 Liter zu viel am Ende des Rennens. May the force be with you. Always. Yeah. All the best. So, und da hat das Critting auch schon begonnen und die Jungs stellen sich jetzt hier auf. Ihr wisst, die Startaufstellung ist das Endergebnis des ersten Rennens. Das heißt, Michael Draxler startet wieder von Pole und Leon Forst von 2. Good luck, everyone. Eugen Scharf startet von 3, Luke Rasputic von 4, Adam Klatzka von 5, Pascal Steinke geht als 6er ins Rennen. Danach haben wir Sebastian Starke auf 7, Thomas Silbernagel auf 8, Michael J. Taylor auf 9 und Ben Summers auf 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Green flag. Grüne Flagge und das 10. Rennen der Historic Masters ist ja eröffnet. Oh, Eugen kommt da ein bisschen schlecht vom Start weg. Drängt ein kleines bisschen unseren Adam ab, der muss vom Gas gehen und sofort ist sein Teamkollege Pascal zur Stelle und geht da auch durch. Oh, und da liegt schon einer, da ist der erste abgeflogen. Oh nein, Michael Draxler, unser Leader, ist hier abgeflogen. Zum Glück konnte er hier einen Einschlag verhindern, aber das wirft ihn ganz ans Ende des Feldes zurück. Oh, und hier gibt es jetzt den nächsten Angriff. Zu dritt geht es hier Richtung Lecom. Luke innen, Eugen außen und Leon in der Mitte und da kracht's. Oh, da hat Eugen sein Fahrzeug verloren. Es rodelt da ins Off. Ein denkbar schlechter Start in das Rennen hier für das Team Code Braun. Luke Rasputic liegt jetzt vorn, direkt gefolgt von Pascal Steinke und Adam Klatzka auf 3 und der Tommy auf 4 und Leon ist bis auf 5 zurückgefallen. Michael J. Taylor P6 und wir schauen uns jetzt gleich nochmal den Unfall vom Start an. Michael Draxler here with maybe they celebrate their first race. Well, you can see the rear snapping out already.
No chance. Yeah, old tires. Oh. No impact. Code Brown Racing. Oh. Code Brown Racing. Oh. No damage. Und Eugen ist hier schon wieder auf dem Weg nach vorn. Beide Jungs vom Team Code Braun ganz ans Ende des Feldes zurückgeworfen. Wahnsinn. Schauen wir uns auch gleich Eugens Zwischenfall nochmal an. Yeah, that's Kimmy. That's Kimmy. Rewind, guys, really? Luke! It's like Mika Häkkinen and Michael Schumacher. If I see gap, I go. Leon Zonta. Leon Zonta von... That was too close for me. Ein wilder Beginn hier in das zweite Rennen in Spa. Adam Glatzka hat sich jetzt wieder an seinem Teamkollegen vorbeimogeln können und liegt jetzt auf P2. Pascal Steinke P3, weiterhin unser Tommy auf 4, dahinter Leon Voss auf 5. Weiter hinten hier Robert Simpkins auf 10, vor ihm Byron Long auf 9. Auf 11 haben wir Kleber Kotaro Mora, P12 Don Runkle Jr., P13 Eugen Schaf, der schon an Jan Stephan und Wolfram Fund vorbeigehen konnte. Dann haben wir hinten auf 16 Russell Hamilton und auf 17 Michael Draxler, der dem Feld hinterher fährt. Da hatten wir bis auf den Kontakt in der ersten Runde zwischen Eugen und Luke hier ein sehr sauberen Beginn des Rennen und alle haben in der Meisterschaft nur noch um einen Punkt getrennt. Luke kann jetzt hier schon einen kleinen Gap aufmachen das Finale und Tommy hat es geschafft und ist da an Pascal Steinke vorbeigegangen und auch Leon macht da von hinten richtig Druck. Leon greift da jetzt an, sticht dann nach innen rein. Oh, da kommt zu einer kleinen Berührung, kurzer Kontakt und ich sehe, da ist auch durch die kleine Berührung Pascals Heckflügel ein bisschen krumm geworden und Tommy hat jetzt hier einen Slowdown und muss die Jungs beide vorbeilassen. Kuriose Szene. Und nach dem Mega-Beginn für Pascal hier in das Rennen hat er jetzt ein beschädigtes Fahrzeug. Man sieht hier auch deutlich, der Heckflügel ist krumm. Hinterm Tommy dann Michael J. Taylor auf P6 und Sebastian Starke auf 7. Unser Ben auf 8 und Byron Long auf 9. Robert Simpkins dann auf 10. Die Jungs hier alle noch ganz dicht beisammen, bis ganz hinten zu Don Runkle Jr. und Russell Hamilton. Und Tommy versucht da wieder an Pascal vorbeizukommen, der hier scheinbar die Jungs ein kleines bisschen aufhält, während Luke da vorne schon einen Vorsprung von 0,8 Sekunden auf Adam Glatzka hat. Wahnsinn. Leon inzwischen auf P3. Die Jungs da vorne machen sich schon ein kleines bisschen aus dem Staub. Going on up ahead. Ach du Scheiße, ich hab die ganze Maut jetzt hinter mir da. Und wir hören es gerade in Tommys Switch. Jetzt kommt hier Pascal ein bisschen ins Straucheln und hier das vordere Mittelfeld gerät hier mächtig durcheinander. Tommy ist da vorbeigekommen, aber auch Pascal und Michael J. Taylor sind da durchgeschlüpft. Ben muss sich dann nochmal hinten anstellen, während sein Teamkollege jetzt in den Top 5 angekommen ist. Die Jungs gehen jetzt gleich in die dritte Runde und alles ist noch ganz dicht beisammen. Auch Michael Draxler konnte da seinen Rückstand wieder zufahren und ist jetzt hinten an Russell Hamilton dran. Unser Wolfram kommt heute hier auch irgendwie nicht in die Gänge im zweiten Rennen, nachdem er am ersten seinen Motor gecrasht hat. Selbst hier auf P14 rum, sehr weit hinten für seine Verhältnisse. Und wie angekündigt und vorhersehbar geht jetzt Michael Draxler an Russell Hamilton vorbei. Und auch hier im hinteren Mittelfeld gibt es wilde Kämpfe. Robert Simpkins, Kleber Kotaro Mora und Eugen Schaf. Eugen versucht da seinen Weg nach vorn fortzusetzen. Kleber innen, Eugen außen, kann aber da trotzdem sauber durchgehen. Tolles Überholmanöver. Und auch Don Runkle Jr. auf P13 ist da dicht dran. Und ich würde mal sagen, auch für unseren Bayern heute ein toller Start hier in das zweite Rennen. P9 aktuell. Michael J. Taylor hier, Bens Teamkollege vom Team Chip Racing, verfolgt da unseren Tommy. Nach vorn zum Leon hat die Gruppe hier schon einen Rückstand von mehr als 3 Sekunden. Und wir haben auch hier im zweiten Rennen wieder 17 Runden zu drehen, wovon wir jetzt gerade in der dritten sind. Wir sehen hier Luke mit dem Vorsprung von ein bisschen mehr als einer Sekunde auf Adam Glatzka und dann nochmal ein bisschen mehr als 1,5 Sekunden dahinter unser Leon. Well, Pascal.
He was right on the knife edge then. Und hier im Mittelfeld hat es jetzt ein paar Verschiebungen gegeben. Robert Simpkins ist dann ein Stück zurückgefallen. Byron Long jetzt auf 8, Pascal Steinke auf 9, Eugen Scharf auf 10 und Robert Simpkins auf 11. Und so wilde Kämpfe zwischen Byron und Pascal. Pascal kämpft da mit weitwunden Auto, versucht da wieder am Byron beizugehen. Das war der Platzcar-Vorbilder, aber das war, glaube ich, ein Teamkollege von denen. Seite an Seite donnern die zwei Jungs hier durch die Kurve, lassen sich aber genug Raum. Ein toller Zweikampf, allerdings hat Pascal ja ein beschädigtes Fahrzeug. Hinter den Jungs im Windschatten lauert Eugen Scharf für seine Chance. Byron geht da auch als erster in die Rouge und Eugen nimmt da Anlauf, geht da jetzt an Pascal Steinke vorbei und wird Byron auch gleich mit verlassen. Da hat Byron keine Chance, aber Eugen hatte auch eine viel höhere Pace. Und hier auf der Geraden hat es auch Pascal geschafft und ist wieder an Byron vorbeigegangen. Ein schönes Bäumchen-Wechselspiel hier. Der nächste Ausritt von Pascal. Ich schätze mal, das gibt einen Slowdown und da werden jetzt die Jungs auch vorbeigehen. Aber Pascal gibt da noch nicht auf. Auch dahinter gezwillt zur Sache. Robert Simpkins gegen Wolfram Fund. Die Plätze 9, 10, 11 und 12. Hat sich jetzt auch Don Rangel Jr. und Kleber Botaro Mora mit dazu gesellt. Und wie wir hier schön sehen, kann sich Eugen sofort vom Rest der Jungs hier absetzen. Sein Vorsprung beträgt jetzt schon mehr als 2 Sekunden auf die Jungs hier. Ja, Leon, mein Teammate da vorne, ist mittlerweile jetzt tatsächlich Champion. Und da ist auch Don Rangel ein bisschen weit gegangen und verliert dann ein paar Plätze. Von hinten kommt Michael Draxler. Ein wildes Durcheinander hier hinten. Und zwar auf dem Nürburgring. Und da schon so ein Punktevorsprung, dass er... Und in dem ganzen Durcheinander hier hinten konnte auch unser Wolfram ein paar Plätze gut machen und befindet sich jetzt auf P11. Und unser Luke hier weiterhin in Führung, ganz dicht gefolgt von Adam. Adam konnte der letzte Runde den kleinen Rückstand wieder zufahren. Nur unser Leon tut sich hier heute in Spa schwer. Ich glaube, das ist nicht seine Lieblingsstrecke. 56 Kilometer auf dem Rennrad. Und unser Tommy unterhält sich da gezielt mit seinen Teamkollegen. Liegt aktuell auf dem 4. Platz, hat aber schon einen gewaltigen Rückstand nach vorn. Hat auch Spaß gemacht. Aber war schon heftig, muss ich sagen. Also auf jeden Fall einen Krampf bekommen da in der rechten Wade. Unser Adam folgt da wie ein Schatten dem Luke, kann aber irgendwie nicht angreifen und kommt nicht nah genug ran. Boah, die hauen mir alle ab da vorne. Boah. Und Tommy hat gerade selbst festgestellt, dass er die Pace hier vorne nicht mitgehen kann. Wir sehen es an den Rundenzeiten. Aktuell ist Adam der schnellste im Feld. Er findet aber aktuell keinen Weg am Luke vorbei. Und ihr wisst ja, das ist gar nicht so einfach, am Luke vorbeizukommen. Und auch Leon versucht da spektakulär alles, um vorn dran zu bleiben, kann aber die Pace ganz vorne nicht ganz mitgehen. Ungefähr 2,5 Sekunden fehlen ihm nach ganz vorn, hat aber einen beruhigenden Abstand von fast 4 Sekunden auf den Tommy. Dahinter dann weiterhin auf P5 Michael J. Taylor mit dem Top-Rennen heute. Sebastian Starke auf 6 und Ben Summers auf 7. Eugen Scharf ist inzwischen bis auf 8 nach vorgefahren, allerdings fehlen ihm da zum Ben schon, 5 Sekunden. Auf 9 weiterhin Byron Long und auf 10 unser Wolfram. Michael Draxler ist inzwischen schon wieder bis auf P11 nach vorgefahren. Hinter ihm auf 12 Don Rangel Jr. Robert Simpkins auf 13 zurückgefallen. Dahinter dann auf 14 Kleber Botaro Mora, 15 Jan Stephan und Russell Hamilton auf 16. Pascal Steinke musste die Box ansteuern. Sein Fahrzeug war zu sehr beschädigt nach dem kleinen Rempler vom Leon. Und hier haben wir Pascal mal im Bild, war an der Box, hat seinen Fast-Trip hergezogen und ist wieder rausgefahren. Unnötige Fehler hier. Fährt aber dem Feld natürlich hoffnungslos hinterher. Und hier gibt es jetzt den nächsten Zweikampf. Der Kampf um die Spitze, Adam gegen Luke. Luke wehrt sich da verzweifelt und Adam findet keinen Weg dran vorbei. Adam macht da richtig Druck, aber Luke lässt sich da nicht ins Boxhorn jagen. Ja, mit hat auf jeden Fall der Hintern ordentlich weh. Und obwohl die zwei Jungs hier vorne erbittert um die Position kämpfen, findet da Leon einfach keinen Weg nach vorn. Ah, der Philipp ist schon richtig fit so. Der ist, muss ich sagen, der steht gut im Saft. Und jetzt ist Adam wieder ganz dicht im Windschatten dran, versucht da vorbeizugehen. Ah, hier die Kamera.
Luke macht da schön in den Tisch. Oh nein, oh nein! Rennradfahrer. Ach, da ist Adam ein bisschen zu optimistisch in die Kurve reingefahren und hat sein Fahrzeug verloren. Zum Glück nichts passiert, aber verliert dann eine Menge Zeit und den Anschluss nach vorn. Hat einen Unfall. Da müssen wir auch gleich mal schauen, was da passiert ist. Ach, sehr, sehr schade. Unfall. Sagen wir so. Und durch den kleinen Zwischenfall hat Adam insgesamt 5 Sekunden nach vorn verloren. Jetzt kann Luke erstmal ein bisschen durchatmen. Leon weiterhin auf 2, Adam jetzt auf 3 und unser Tommy immer noch auf 4. Aber ich schätze mal. Gefolgt von Michael J. Taylor auf 5. Adam Glanzka here against Luke. From the back it looks like that there was a crash, but... No. Oh no. Echt wenig geübt jetzt hier für das Rennen. So. Ja, Adam lost the car. Maybe also because he's on the dirty line or so. It's okay, no. He's diving into the Misshifting, misshifting and the Aero-Walk. Ach, sehr, sehr schade. Das bringt natürlich jetzt den Adam aus dem Kampf um den Sieg raus. Unser Ben hier heute, P7, auch gar nicht so schlecht. Allerdings fehlt ihm da schon fast eine Sekunde nach vorn zu unserem Sebastian. Und Eugen Schaf auf seinem Weg von ganz hinten wieder nach vorn befindet sich aktuell auf P8. Knapp 4 Sekunden hat er noch aufzuholen auf unseren Ben vor ihm. Oh, der ist schon auf 11. Dahinter dann knapp 4 Sekunden Luft zu Byron, der hier mächtig unter Druck gerät vom Wolfram, der da unbedingt vorbei will. Die Plätze 9 und 10. Von hinten drückt auch Michael Draxler, der mit Sicherheit eine höhere Pace hat wie die 2 Jungs vor ihm. Und vor den Jungs hat man gerade einen Zwischenfall, der uns ein bisschen durch die Lappen gegangen ist. Wir sehen es auch hier, Michael J. Taylor ist da von P5 auf P8 zurückgefallen. Müssen wir gleich mal schauen, was da los war. Oh, Michael J. Taylor here. Oh, uiuiui. Wow. Big one. And then got me because I had to go to the outside. Wow. That was some quick thinking from the both here. Und hier am Ende der Geraden gibt es vielleicht einen Angriff. Nein, Michael Draxler reiht sich da nochmal ein, kommt da nicht an Byron und Wolfram vorbei. Hat aber letzte Runde die schnellste Runde des bisherigen Rennens gefahren. 2 Sekunden schneller als die Jungs vor ihm. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis er da vorbeigeht, denke ich mal. Schade, dass Micha da so den Start ein bisschen verkackt hat. Ich schätze mal, bei seiner Pace wäre auch hier im zweiten Rennen nur der Sieg über ihn gegangen. Aber jetzt schauen wir mal, wir befinden uns gerade in Runde 7 von 17. Und so wie es aussieht, jetzt hier der nächste Angriff. Wolfram findet da aber keinen Weg vorbei. Während Luke sich jetzt ein bisschen absetzen kann, ja 1,3 Sekunden Vorsprung auf Leon und über 5 Sekunden Vorsprung auf Adam Glatzka, der sich auf P3 befindet. Und jetzt hier Richtung Bassschopschikane wird es den nächsten Angriff geben. Byron macht da innen dicht und Michael Draxler überholt da außen gleich beide. Was für ein Move. Wow. Jetzt greift er auch Wolfram an und geht da am Byron durch. Hat Byron gleich 2 Plätze verloren hier in der Bassschopschikane. Versucht hier Richtung der Source nochmal einen Gegenangriff, aber keine Chance. Wolfram kommt da außen besser um die Kurve. Kann den Schwung mitnehmen und kann sich hier vom Byron behaupten. Michael Draxler vor den Jungs auf P9 kann sich da sofort absetzen. Und jetzt gibt es hier den nächsten Angriff. Byron gegen Wolfram. Es geht hier um den letzten Top-10-Platz. Wolfram innen, Byron außen. Seite an Seite brettern sie hier die lange Gerade runter. Byron müsste auch ein bisschen Windschatten von Michael vor ihm haben. Aber Wolfram kann sich dann nochmal durchsetzen. Oh, und Byron rutscht da weg. Verliert das Auto und verliert einen Haufen Zeit, aber nichts weiter passiert und kann da weiterfahren. Ach, sehr, sehr schade. Da geht auch Robert Simpkins, Jan Stephan und Russell Hamilton durch. So eine schöne Ausgangsposition verloren. Byron ist da weit zurückgefallen. Und weiter hinten im Feld hatten wir noch einen kleinen Zwischenfall, der uns irgendwie durch die Lappen gegangen ist. Den sollten wir uns mal anschauen. Auch den reichen wir jetzt nach. Hey Byron, no contact? No, good buddy. Okay. Next one here. Oh, Don. Bus stop chicane and Don Runkle lost his car, but nothing happened and he can go on. Oh, Don, Yeah, careful. Don Oh. Was not so lucky in the second race. Kommt aber auch nicht ran da, ne? Dadurch ist Don bis auf P16 noch außerhalb der Punkte rausgerutscht. Wie viele Leute wart ihr denn beim Pokern? Habt ihr einen schön vollen Tisch gehabt, oder?
Hier hinten, die Jungs sind allgemein auch noch ganz dicht beisammen. Jan Stefan hier P13, vor ihm Kleber Potaro Mora und auf P11 haben wir Robert Simpkins. Allerdings haben die Jungs schon einen Abstand von ungefähr 7,5 Sekunden nach vorn zu unserem Wolfram. Ach du Scheiße. Das war der Leon. Oh, und wir hören es gerade vom Tommy. Da hat Leon scheinbar einen Zwischenfall gehabt, der uns hier durch die Lappen gegangen ist. Da müssen wir auch gleich mal schauen, was da passiert ist. Wir schalten sofort hin. I don't want to see that. Robert, Leon, I don't want to see that. Leon Royal. The first incident of our new champion. It was too much. Yeah. Thanks for this, Leon. Look at his head. Look at I his head. heard it P2. He was. No, you're supposed to be turning left here, Leon. Leon today is in party mode, that's why. Oh, einer der ganz seltenen Fehler von unserem Leon hier. Das wirft Leon bis auf Platz 6 zurück. Und spült unseren Adam natürlich wieder vorn auf P2. Tommy jetzt P3, Ben Summers P4 und Sebastian Starke auf 5. Auch ein tolles Rennen von unserem Agent Summers heute hier. Und inzwischen haben wir auch Halbzeit überschritten. Wir befinden uns gerade in Runde 9 von 17. I just died. Ooh. Yeah, coming up the whatever that fucking Okay. Just crew chief said it was Rodion. Och, und wir sehen es hier gerade, das endgültige Aus für Don Ruggles Jr. Car is completely destroyed. Ooh. Unlucky, buddy. Da hat unser Skeletor irgendwo einen Zwischenfall gehabt. Happy that you are Schauen wir auch gleich mal, was da los war. Yeah, me too. I need more practice. I need more practice. Yeah, next season. Yes, definitely. You must read our calendar, Okay. and we talk about it. It's not the final league. Okay. Don Skeletor Runkle. Oh, that was Skeletor's trip. Maybe no, then we'll have many more casualties. It's a good thing he's already a skeleton. Yep. Until we meet again. Some donation for Skeletor Yeah, for me too. spare parts. I don't know if Gael and Championship. yeah, my ass end got. Holy shit! I totally blew out the whole rear end of the car. I think after the race, there's a lot to talk about because in the first corners there were some issues. I saw from back in the back. I saw. Und wir hatten in der Zwischenzeit noch einen kleinen Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten. Auch da schalten wir hin. Oh, das ist der Traxler, der da eine schnelle Runde nach der Jan anderen Stefan also lost his car, but there's enough I'm room, not gonna be nothing around. happened and he can go on. Also Leon ist raus. Russell and Byron can go by. Luke kann sich inzwischen das Rennen hier vorne einteilen und Leon ist ganz dicht dran an Sebastian und Ben Summers. Oh, so that's a With a problem. huge gap, and all the time I talked with him during the race because he was boring. He's like Max, just kind of But another Sunday drive. That was close. Oh, tractor Okay. so fast on P9. I'll talk to you guys later. I gotta go. In a Okay. bit, Matt. All the best, buddy. Yep, I'll talk to you guys later. I'll be around. Yeah, after You're the race you racing can tomorrow? come back in the main chat. We want I a got- little bit. I got. 13 wird schneller als meine schnellste I will be Runde. around tomorrow morning for Die the. Zeit nach vorne wird Okay. Nice. See you at Monza. Ja. Hat jetzt auch da irgendwo platziert. Don hat sich leider für heute verabschiedet, aber trotzdem schön, dass er überhaupt mal wieder da gewesen ist. Eine schöne Vierer-Kampfgruppe jetzt inzwischen hier. Eugen Scharf konnte da auch seinen Rückstand zufahren und ist jetzt vorne dran. Ben wehrt sich da verzweifelt, aber von hinten drücken 3 ganz schnelle Leute. Und unser Byron muss jetzt auch nach seinem Zwischenfall von hinten das Feld wieder aufrollen, befindet sich aktuell auf P14 und wird jetzt bald Russell Hamilton eingeholt haben. Hier vorne Kleber Potaro Mora kämpft die ganze Zeit mit seinem Teamkollegen. Und hier Michael Draxler setzt jetzt Michael J. Taylor unter Druck, der vor uns durch seinen kleinen Zwischenfall von dem 5. bis auf den 8. Platz zurückgefallen ist und den jetzt auch noch verliert und jetzt wahrscheinlich auf P9 zurückfällt.
Das hier mal sauber machen. Und Eingang Rouge hat sich Michael Draxler da auch durchgesetzt. Er fährt hier wahnsinnig schnelle Rundenzeiten. Ungefähr eine Sekunde schneller als Michael J. Taylor hinter ihm. Und auch hier gibt es jetzt einen Angriff. Aber Sebastian hat sich da nicht sonderlich gewehrt gegen seinen Teamkollegen. Er weiß, dass Leon da ein ganzes Stück schneller ist. Das Telefon ist gerade runtergefallen, ne? Oh, und da hören wir es gerade. Russell hatte da einen kleinen Ausritt. Byron fragte auch nach, aber nicht der Rede wert. Russell fährt ja auch noch hier, wir sehen es hier. Keine Ahnung, ein Zehntel schneller. Oder Adam Glatzka vorne genauso, der wird auch schneller. But he's driving. And the car looks okay. Cool. Didn't look like he hit the barrier. Don't think there was any contact. Nothing came up. Und so wie es aussieht, hat Russell da auch keine Beschädigung davon getragen und kann hier beruhigt weiterfahren. Michael Draxler ist da inzwischen auf P8 angekommen. Vor ihm Sebastian musste da auch Eugen Scharf schon passieren lassen, der sich schon wieder auf dem 6. Platz befindet. Davor dann der Kampf zwischen Ben Summers und Leon. Leon ist da vorbeigegangen an unserem Ben und befindet sich somit auf P4. Ben Summers P5. Nach vorn zu den Podiumsplätzen zum Tommy fehlen den Jungs hier schon 6 Sekunden. Da wird nicht mehr viel gehen. Leon hat da auch ein Top-Setup drauf hier. Ben kann ihm zwar im Windschatten folgen, kann aber hier keinen ernsten Angriff starten. Da versucht er es auch, geht nochmal nach außen. Aber keine Chance. Boah, was für ein wilder Slide jetzt hier vom Leon. Wie Walter Röhr knallt er hier um die Kurve. Das war ein ganz großes Kino gerade. Ich bin gespannt, der Adam hat mir gerade erzählt, dass die letzten beiden Runden für den Katastrophe waren. Unser Ben konnte da nicht von profitieren. Aber man sieht deutlich, dass sich unser Champion hier heute etwas schwerer tut als sonst. Wow, und auch da hinten, Michael Draxler nutzt da jeden Zentimeter der Strecke aus. Fährt hier eine schnelle Runde nach der anderen, um sich da wieder nach vorne ranzukämpfen. Und jetzt gibt es hier den nächsten Angriff. Eugen Scharf gegen Ben Summers. Es geht hier um den letzten Top-5-Platz. Ben innen, Eugen außen. Oh, und da kracht's. Ben und Eugen Crash. Ach, das endgültige Aus für Eugen. Ein schwerer Unfall. Ach, schade. I find that hard to believe, Ben. So eine tolle Aufholjagd von ganz hinten bis auf P5. We'll see. Und Ben verliert da auch gleich nochmal das Fahrzeug. Müssen wir gleich mal schauen, was da passiert ist. Ben ist da bis auf P8 zurückgefallen. Eugen want to overtake and they came together. Eugen Scharf hier against Ben Summers. Oh, yeah, that was behind me. I saw it. Okay. Oh, ay. Okay, well, we could stop the screen and lift it upside down. Ooh. We can see what he's doing with the bottom of the car. Look, cheating. Von dem ganzen Trubel bekommt unser Leader Luke hier vorne überhaupt nichts mit. Fährt ja ein absolut sauberes und sensationelles Rennen. Knapp 5,5 Sekunden dahinter unser Adam. Auch ein sehr, sehr solides Rennen, bis auf den kleinen Wackler am Anfang. Und dann haben wir auf P3 Tommy. Auch mal wieder Richtung Podest unterwegs. Leon auf 4 und Sebastian muss da jetzt seinen 5. Platz an Michael Draxler abgeben, der da mit 7 Meilenstiefeln von hinten angebraust kommt und jetzt wahrscheinlich auch vorbeigeht. Seite an Seite geht es hier Lecombe rein. Und nächste Kurve hier, Michael ist innen jetzt ein bisschen im Vorteil. Sebastian stellt sich da auch hinten an. Top-Überholmanöver, die Jungs lassen sich hier genug Raum. Dahinter dann hier Michael J. Taylor und Ben Summers, das Chip Racing Team. Am Anfang ganz stark vorn dabei, ein bisschen zurückgefallen. Dann haben wir hier auf 9 Wolfram ein einsames Rennen nach vorn, ungefähr 4 Sekunden Luft und nach hinten auch reichlich Luft. Hier zu unserem Robert Simpkins, der sich jetzt hier auf P10 befindet. Hinter ihm sein Teamkollege Kleber Botaro Mora auf 11. Byron hat sich inzwischen wieder auf P12 nach vorn gekämpft und versucht dann noch an Kleber vorbeizugehen. Yeah, maybe you can catch Kleber. He is 2 seconds slower than you. Dann haben wir auf 13 Jan Stefan. 1,5 seconds slower last lap. Oh. Und auf 14 Russell Hamilton. Nearly messed myself up for that. Und auch für Pascal scheint sich das Rausfahren nochmal gelohnt zu haben, denn er liegt hier auf dem letzten Punkteplatz. Boah, der Comeback, mein Überschall. I'm getting excited about the fight. Warum der...
Leon konnte sich jetzt hier ein bisschen frei fahren von den Jungs. Allerdings ist der Abstand nach vorne viel zu groß, um da noch irgendwas zu machen. Und während Luke, Adam und Tommy, die Jungs hier vorne jetzt die 14. Runde eröffnen, hat man weiter hinten im Feld wieder einen kleinen Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten. Auch da schalten wir jetzt hin. Russell Hamilton hier lost his car. A little touch in the wall, but nothing happened and he can go on. The crash looks hard, but he has a self-healing car. Ja, ich denke mal, damit wird jetzt für Russell heute endgültig Schluss sein. Schauen wir mal. Eugen ist da auch nochmal rausgefahren. Wird jetzt hier überrundet von unserem Adam. Sehr schöne Einstellung, dass die Jungs hier nochmal rausfahren, obwohl sie jetzt nichts mehr reißen können. Und ich sehe hier gerade auch in der Zeitentabelle, dass Tommy da aktuell über eine halbe Sekunde schneller fährt als Adam vor ihm. Vielleicht ist da ja noch was drin und er kann nach vorne aufholen. Wir befinden uns aktuell in Runde 14 von insgesamt 17. Also haben wir noch ein Stück Weg zu gehen. Ansonsten sind die Positionen jetzt hier relativ klar verteilt, wie man sieht. Danke, Eugen. Und auch unser Ben hier auf P8 kann dann nicht mehr nach vorne aufholen nach seinem Zwischenfall. Working on that for you. 2 Sekunden ist er schneller. Oh, don't spin it, Kleber. Time to dance, my friend. The only interesting fight in the field. Now, if I know Kleber, it probably will be interesting. Die Jungs gehen jetzt in die 15. von insgesamt 17 Runden und Byron versucht dann noch an Kleber ranzukommen. Die Plätze 11 und 12. Byron gibt da alles. No. Slowdown. Ja. Ach, und da hat Byron übertrieben, hat hier einen Slowdown kassiert und muss seinen Angriff erstmal abbrechen. Da wird Kleber jetzt erstmal durchatmen. Und wie ich der Zeitenliste auch entnehmen kann, ist ja auch unser Russell Hamilton immer noch unterwegs, trotz Einschlag. Da wird das Auto wohl doch nicht ganz so stark beschädigt worden sein. Luke hier vorne dreht hier ganz sauber seine Runden. Wird heute einen wohlverdienten Sieg einfahren. Da haben wir heute 2 neue Sieger in der Siegerliste. Und auch Adam hier mit P2 wird viele Punkte für die Meisterschaft machen. Oh, ich denke mal, das wird ein heißer Kampf zwischen Luke und Adam werden. Die werden sich hier punktemäßig ziemlich annähern nach dem Rennen. Und vor allem wird Luke heute auch eine ganze Menge Punkte für das Team BTR TV Racing einfahren. Nobody close behind. Ich denke mal, das wird auch nochmal interessant werden im Kampf um die Teammeisterschaft. Platz 1 vorne ist gegessen. Denke ich mal, da wird nichts mehr anbrennen. Black Tea Race Crew hat das Ding so gut wie im Sack. Und auch dahinter Team Kaltverformung. Ich denke mal, die werden ihren 2. Platz nicht mehr abgeben. Aber um P3 ist noch ein heißer Kampf entbrannt. Aktuell liegt der Chip Racing in einer guten Position. Aber BTR TV hat in den letzten Rennen ziemlich aufgeholt. Und auch Code Braun ist da auf dem Weg nach vorn. Und Michael Draxler schmeißt hier eine Rekordrunde nach der anderen raus, um Leon noch einzuholen. Wahnsinnige Rundenzeiten, die er hier fährt. Ist der einzige, der 2-3er Rundenzeiten überhaupt fahren kann hier im Feld. Wirklich schade um den Zwischenfall direkt am Start. Aber der war, wie ihr gesehen habt, selbst verschuldet. Und auch unser Byron hier tut sich irgendwie schwer, noch an Kleber ranzufahren. 2 Runden hat er noch. Oh, und jetzt hat unser Leon hier einen kleinen Wackler gehabt. Und sofort nutzt hier Michael Draxler seine Chance und geht da durch. Draxler overtaking Leon. Michael mit einer Earn Pace wird jetzt auch gleich seinen Teamkollegen überrunden. Incredible fast lap I got you this time, Kleber. Das ist heute wahrlich nicht Leons Rennen. Und jetzt ist hier Byron endlich rangefahren und wird jetzt bestimmt auch gleich einen Angriff starten. Ganz dicht dran geht er nach innen. Kleber außen. Aber Kleber kann sich da verteidigen und vorn bleiben. Byron steckt da auch zurück. Alles klar, gute Nacht, Martin. Und Luke ist jetzt auf dem Weg, jetzt gleich die letzte Runde zu eröffnen. Weiße Flagge. Ein absolutes Sahnerennen. Inzwischen 6,7 Sekunden Vorsprung auf Adam. Now we have white flag for Luke Rasputic. Last lap. Und da spitzt sich dann der Kampf hier in der Meisterschaft zu. 6,9 seconds in front of Adam Platzka. Da bin ich dann schon mal gespannt auf die Finalrennen in 3 Wochen am Nürburgring. Actually on P3, Tommy Silver. Nordschleife Industriefahrten, das wird sehr, sehr interessant werden. Oh, Russell was also in the pit. Da schätze ich auch das Team Code Braun ganz, ganz stark ein. Bin ich schon mal gespannt. Muss man sagen, bis hierhin war das eine absolut tolle erste Saison.
Die Jungs haben sich hier über alle Rennen wirklich absolut spannende Kämpfe geliefert und das meistens sehr, sehr fair. Unser Renndirektor Jeffrey hatte da nicht so viel zu tun diese Saison. Zum Glück. Und unser Byron tut sich hier echt schwer, am Kleber vorbeizugehen. Kämpft hier wie ein Löwe. Eine Runde hat er noch Zeit. Nach hinten sind die Jungs safe. Pascal ist da ganz weit weg. Aber auch nach vorne geht nichts mehr. Jetzt gibt es hier die letzte Chance für den Byron. Ausgang Radion hier kann er jetzt auch aus dem Windschatten rausgehen und einen Angriff starten. Und während Byron da jetzt versucht, an Kleber vorbeizugehen, hatten wir noch einen Zwischenfall, den wir uns unbedingt mal anschauen sollten. Da schalten wir direkt mal hin. Byron hat es jetzt hier auch geschafft, sauber dran vorbeigegangen, top. Oh nein, und schon schmeißt er seinen Vorteil wieder weg. Go, 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 go. That was Michael's. This is the tire. The infamous tire. But he lost 2 tires. How to slow down. Yeah, one tire. Right in my face. Ach schade, da hat Michael El Cotletto Draxler jetzt endgültig das Rennen weggeworfen. Oh, Draxler crashed the car. Go, 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 go. Michael steht da auch an der Box. In the last corners for Luke Rasputic. Und Luke jetzt hier auf den letzten paar Metern ein ganz, ganz herzlicher Glückwunsch. Absolut wohlverdient, ein absolut tolles Rennen. Luke hat sich mit dem wilden Überholmanöver in der ersten Runde in Führung gesetzt und hat sie bis hierher nicht mehr abgegeben. And Luke Rasputic wins, check out flag. Da würde ich mal sagen, ein ganz, ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch, du. Top gefahren. Super. Oh my word, I nearly died then. Auf B2 kommt Adam ins Ziel, auch ein Hammerergebnis. Was ist da mit dem Draxler passiert, Leon? P3 dann unser Tommy, mal wieder auf dem Podium, super. Second place, Adam Platzka und Third place, Tommy Silbernagel. Komm, Tommy, in die Box. Oh, und nach dem Rennen sind jetzt Luke und Adam in der Meisterschaft nur noch um einen Punkt getrennt. Und jetzt steht ja nur noch das Finale an, da bin ich mal gespannt. Sebastian, the last guy in Oh, what happened to Cleaver? I don't know. Oh, Kleber lost the car in the bus stop chicane. Gratulation! Du P1, P2. Danke, danke. Oh, Luke, ganz herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Ich muss, wir müssen mal gucken hier mit der ersten Runde. Ob das nicht Da war vielleicht einiges Prozess los, wird, ja, ne? ja, müssen wir gucken. Einiges los gewesen. Wir werden uns das gleich zusammen anschauen, aber der Rest vom Rennen absolut schade. Leon hat es, glaube ich, zweimal weggeworfen. Und auch der Adam hat den kleinen Wacker. Wir treffen uns dann gleich im Hauptstadt, aber erstmal ganz herzlich willkommen. Need to look at my last corners. Bis gleich. So nearly died. Bis gleich. Ich weiß nicht, was die hier machen wollen. Was ist denn passiert? Die wollen eigentlich in die Box fahren. Der Tommy will immer gerne in die Box fahren. He was doing Ja. cartwheel. Ja, das liegt da an jedem Was ist denn jetzt passiert am Anfang? Am Anfang, ja, da gab es einen Zwischenfall nach der langen Geraden. Wir kommen gleich mal in den Hauptchat und dann gucken wir mal beim Tommy Okay. was so los war, alle zusammen. Ja? Bis gleich. Bis gleich. Hast du super gemacht. Wie hast du das hingekriegt? Ja, die haben sich da am Anfang alle rausgekegelt, dann später, als die hinter mir hergefahren sind. Jo. They all came gleich. Ja, liebe Zuschauer, und damit ist die 5. Saisonstation schon wieder Geschichte und wir freuen uns auf das nächste Rennen dann erst in 3 Wochen. Und dann gibt es einen ganz heißen Kampf hier um den 2. Platz in der Meisterschaft. Wir sehen es hier, wie eng das beisammen ist. Ich denke mal, bis Platz 7 ist für die Jungs alles noch drin. Aber ich denke mal, der Kampf wird dann letztendlich zwischen Adam und Luke sich entscheiden, wenn sie ihre Performance so halten können. Ein tolles Rennen von den Jungs heute hier. Oh, Luke will hier gleich in die falsche Box abbiegen. I need to check out whatever lap that was. Yeah, it's not landing against you guys. Yeah, it's the one. Well, I got caught. Just went straight against I'm out of fuel. I need to roll down the hill. Guy come up and out of fuel.
Und ich denke mal dann zu unserem Saisonhighlight am Nürburgring werden wir dann auch den ein oder anderen neuen Namen hier im Grid begrüßen können. Da freue ich mich schon sehr drauf und ich hoffe ihr auch. That was great fun, that was. Thanks, guys. Also, Nach dem Finale haben wir dann eine 3-monatige Pause, bei der wir uns dann alle mal regenerieren können. Und ich hoffe, danach sehen wir uns alle wieder. Oh, da. I'm nachgedacht. Yeah, good time. I just need to make an apology that Hier haben wir auch mal die Teammeisterschaft eingeblendet. Ich denke mal, da geht es nur noch um P3, Chip Racing gegen BTR TV Racing Team. Leon, hi. Hi. What was wrong, Leon? Was meinst du genau? Ich hatte viele Zwischenfälle. Ja, irgendwie, ich war weg und plötzlich warst du von Rang, bist du auf Rang 6 zurückgefallen. Ich hab mich gedreht hinter Luke. Wir werden da gleich mal gucken, weil in der ersten Runde war ja so einiges los. Ja, und dann hat sich der Truck zwar in der letzten Runde noch vor mir zerlegt. Ja, habe ich auch leider gerade nicht gesehen. Letzte Runde auch die Kleber has an issue in the last lap. Dann habe ich viele Fehler gehabt in der letzten Mal. Yeah, I also must end my recording. We say goodbye to our viewers. It was a crazy race. We had a new champion. hallo. Ja, goodbye. Well deserved, Leon. Well deserved, Leon. Come along, Twitch. And now Tomorrow for the GP. we must say goodbye to the final race. And yeah, ciao. Hello. Good luck, everyone. Ja, liebe Zuschauer, da sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. Was für ein verrückter Grand Prix. 2 neue Sieger in der Siegerliste. Und unser Leon entthront, dafür ist er jetzt Champion. Würde ich sagen, ziehen wir alle den Hut davor, freuen uns schon auf das Finale, blicken nach vorn, würde ich sagen. Bleibt uns alle gesund, vor allen Dingen unserem Sender treu und dann bis bald. Tschüss!
Hey, Byron, no contact? No, all good, buddy. Okay. You okay, Rob? Ah, sorry. My fault. Gratulation für P1, P2. Danke, danke. Komm, Tommy, in die Box. Right, Luke. شكرا. Congrats. Oh, Kleber, what happened, man? That was epic at the end. Let's throttle. Great fight, buddy. Well done, everyone. With the race tomorrow. Come on, all together to the pit.